Und dann kam so irgendwie Nashi 44 raus und Asian Berlin Pussy Conscious Rap. Siehst ja hübsch aus, aber musst du denn so krasse Texte machen? Musik ist subjektiv, so entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Alter, du fühlst mich, ich fühle dich auch. Geil. Sie ist in Berlin-Neukölln aufgewachsen, lebt in Berlin-Lichtenberg und ist jetzt mit uns in Hamburg fürs Reeperbahn-Festival. Und das ist natürlich the one and only, Achtung, the one and only Nashi 44. Ich möchte mit ihr auf jeden Fall darüber sprechen, wie ihre Erfahrung als wirtdeutsche Rapperin ist, warum ihr gerade das Thema Repräsentation von Flinter und BIPOC in der Musikbranche wichtig ist und ob sie nicht auch einfach mal irgendwie unpolitisch sein will. Und das frage ich sie einfach gleich direkt selbst, denn da ist sie auch schon Nee. Hi. Schön, dich zu sehen. Schön hier Wie zu geht's sein. dir? Mir geht's gut und dir? Voll gut. Hey, guck mal, wenn man über dich recherchiert und liest, das Erste, was einem so ins Gesicht springt, ist einfach so Asian Berlin Pussy Conscious Rap. Was auch Menschen erwähnen und an dir auffällt. Und ich liebe es auch, das zu sehen. Magst du uns auf die Reise mitnehmen? Wie kam es gerade zu diesem Genre? Was heißt das genau? Also ich nenne es halt immer Asian Berlin Pussy Conscious Rap, weil zum einen so mein Asian Background, so, ne? Ich komme aus Berlin, so meine Erfahrungen thematisiere ich halt in meinen Songs und dann halt so Pussy Conscious Rap, so ein bisschen die Mischung aus so Pussy Badass Attitude, aber dann halt auch so Conscious Rap, weil das sind halt Themen, so soziopolitische Themen, die mich halt so beschäftigen. Voll. Was war zuerst da? Deine Prägung so mit Rap und dass du geschrieben hast oder eben so diese Haltung, die du mitbringst? Also ich habe mit 10 angefangen, schon so immer so kleine Sachen zu schreiben, Gedichte, so meine Gedanken, so ein bisschen Art wie Tagebuch, aber auch manchmal schon so als Song verpackt. Und dann irgendwann habe ich halt auch als Kind immer schon so Hip-Hop und R&B gehört, so wegen meinen 3 älteren Brüdern, weißt du, so, die haben mir dann so 90s Hip-Hop und so. Ja, weißt du, dann machst du so mit halt direkt und hörst dir halt das alles an. Voll. Das heißt, es war so immer die Musik, die mir so voll am Herzen lag. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so vor ein paar Jahren, irgendwie selber auszuprobieren, diese deutschen Texte dann halt auch selber zu Songs zu machen. Also so richtig so, ja, halt Deutschrap zu machen. Und war das dann mit der Haltung, die du dann schon mitgebracht hast? Oder Genau. wann kam so dein krasses Bewusstsein? Die Haltung kam dann quasi ein Stück vorher schon, weil ich mich dann halt so während des Studiums so ein bisschen mit Postkolonialismus auseinandergesetzt habe und irgendwie so die Auswirkungen von Rassismus und Sexismus. Und dann war das so irgendwie so, hat beides so Klick gemacht plötzlich. Und dann kam so irgendwie Nashi 44 raus und Asian Berlin Pussy Conscious Rap. Geil. Ja. Welche Message, magst du das nochmal so runterbrechen für uns? Ja. Welche Message willst du dabei rüberbringen, die auch ankommst? Du kriegst das ja auch so gespiegelt. Also mir ist halt voll wichtig, dass ich mit meiner Musik andere Menschen, die irgendwie ähnliche Erfahrungen machen wie ich, empower. Also dass sie irgendwie sich die Songs anhören und sind so, ja, ich kenne die Erfahrungen, mich zieht es auch runter, aber ich höre mir die Songs dann an und dann bin ich so, geil, ich tanke Energie, indem ich diese Songs höre und irgendwie das verarbeiten kann, sozusagen. Ja, das ist mir wichtig. Wie merkst du oder wie spiegeln dir auch andere Menschen, die so deine Songs hören, dass das ankommt? So, wie kriegst du das so gespiegelt? Schreiben dir Leute oder ist das eher so der Vibe beim Konzert, dass du merkst, Alter, du fühlst mich, ich fühle dich auch, geil? Also zum einen schreiben mir halt Leute auch so auf Insta und so und ich freue mich dann immer jedes Mal wirklich jede einzelne Nachricht. Das ist halt immer so süß, weißt du, so irgendwie, dass sich Leute trauen, es mir zu schreiben. So, zum Beispiel, was schreiben die dann? Naja, dann teilen sie zum Beispiel, ja, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht oder teilweise noch schlimmere Sachen so, aber ich freue mich richtig, dass du das thematisierst und aufmerksam darauf machst. Je mehr Leute davon Bescheid wissen, von anti-asiatischem Rassismus und Sexismus zum Beispiel, dann haben sie ein Bewusstsein dafür und dann können wir es halt auch ändern, weißt du? Dass es halt irgendwann aufhört mit dieser Diskriminierung. Und dann halt zum Beispiel auf Konzerten, ich liebe das wirklich, wenn sie dann abgehen und einfach, du siehst so in den Augen, die spüren einfach so die Lyrics und haben so irgendwie dieselben Erfahrungen gemacht und fühlen sich dann irgendwie in dem Moment, es ist so ein Geben und Nehmen, weißt du, beim Konzert. Ich liebe das so, diese Energie. Welche Reaktionen auf deine Musik sind die, die du nicht so gerne hörst? Welche Reaktionen, die ich nicht so gerne höre? Wenn ich merke, dass Leute sich meine Songs gar nicht angehört haben oder urteilen, ohne dass sie wirklich wissen, worüber ich gerade überhaupt singe, rappe, was auch immer. Also weißt Urteil, jetzt so was für ein Urteil zum Beispiel? Zum Beispiel mein EP-Cover so. Da greife ich ja bestimmte Stereotypen auf, um sie zu brechen. Von Asiabox. Genau, von Asiabox. Und manche Leute, die sehen es einfach nur und sind dann so, hä? Also die checken gar nicht, was ich mache oder haben sich noch nicht mal ein Lied angehört, sondern sind direkt so, ja, das ist doch voll stereotypisch, bla bla bla. Und ich so, sag mal, hast du dir die Songs überhaupt angehört? Das ist das, was mich aufregt. Und alles andere bin ich so,
Musik ist halt subjektiv so. Entweder das gefällt dir oder das gefällt dir nicht so, ist dann okay für Kannst mich. du dich auch davon freimachen von so einer Meinung? Es hat auf jeden Fall lange gedauert, Ja. dass ich das halt nicht mehr so nah an mich ranlasse. Vor allen Dingen, wenn Leute irgendwie krass unter der Gürtellinie dann so Sachen schreiben, so anfangen einfach so randomly zu beleidigen. Aber da bin ich jetzt langsam so mit der Zeit, merke ich einfach so, ja, es hat nichts mit mir zu tun, es hat dann was mit der Person zu tun, die hat einen schlechten Tag oder was auch immer oder will jetzt irgendwie einen Frust an jemand anders auslassen, weil es denen scheiße geht, dann bin ich halt so, ja, lass es nicht an mir aus. So. Ey, und das merke ich auch, also das natürlich auch das Feiern von dir ist, einfach wegen deinen Skills, wegen deinen Texten, die Dinge, die du ansprichst. Und wiederum das Abhaten häufig auch aus einer Haltung herauskommt, warte, was macht die jetzt hier gerade? Wow, ich bin gerade voll überfordert oder geflasht auch davon und wollen es vielleicht gar nicht zugeben. Erlebst du das als wirtdeutsche Rapperin, dass da Menschen überrascht sind von so der Art und Weise, wie deine Delivery auch ist und so die Texte auch, die du so oft sind, also ich check das gar nicht, so oft sind Leute einfach irritiert. Letztens bin ich zum Beispiel Taxi gefahren und dann habe ich mit dem Fahrer so ein bisschen geredet und so und dann habe ich halt gemeint, ja, ich komme gerade von einem Konzert und er so, was hast du gemacht? Ja, ich habe gerappt und er so, echt? Ich hätte jetzt gedacht, dass du Sängerin bist oder so. Ja, weißt du, so klar. Nur aufgrund, ich weiß nicht so, wie wir geredet haben und so und wie ich aussehe wahrscheinlich, dachte er sich so, nee, das ist doch keine Rapperin, so stelle ich mir keine Rapperin vor oder so. Das kommt schon häufig vor, dass die Leute das dir nicht zusprechen, dass du das könntest theoretisch oder dieses Zumuten, Zutrauen. Oder hey, auf TikTok oder so, wenn Leute dann schreiben so, ja, siehst ja hübsch aus, aber musst du denn so krasse Texte machen? Oder, also weißt du, so von wegen so, du darfst nicht das alles machen. Du darfst nicht krasse, provozierende Texte haben und irgendwie, I don't know, so und so aussehen und weißt du? Es sind voll. Und das feiert, also ich meine, das ist ja auch so dein Wiedererkennungswert, so dein Ding, deine Sprache, wie du es rüberbringst. Fiel es dir schwer, so in deinem Aufwachsen oder auch dein Finden als Künstlerin, dich frei zu machen von zum Beispiel so rassistischen Stereotypen von einer devoten asiatischen Frau? Von einer schüchternen meistens auch, weißt du? Ich hatte das so oft, dass Leute immer so waren, so nur weil ich in den Raum komme und nicht gleich alle irgendwie zugrunde schreie oder so, dass sie dann sind so, oh, sie ist schüchtern, weil sie ist ja Asiatin, so, weißt du? Sie sind ja dann meistens stumm und lächeln nur und so. Das hat mich immer krass wütend gemacht, weil es gibt auch bestimmte Situationen, wo du manchmal ein bisschen shy bist und dann gibt es Situationen, wo du irgendwie extrovertiert bist und so. Und weißt du, jeder Mensch ist ja so mehrdimensional und hat ja verschiedene so Tageszeiten und so, weißt du. Aber irgendwie ist es oft, dass Leute dann voll irritiert sind von mir. Was hat dich empowert? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das hat mir auch das Selbstbewusstsein gegeben, mein Ding durchzuziehen? Also ich muss sagen, vor allen Dingen so andere asiatisch gelesene Menschen zu sehen, die sich so aktivistisch einsetzen, hat mich krass empowert, weil ich dann gesehen habe, so die lassen sich nicht davon runterziehen, sondern sprechen das an und versuchen was zu ändern so und das hat mich irgendwie empowert, weißt du, so irgendwie zu sehen, so ja, okay, ich kann auch was aus diesen ganzen negativen Erfahrungen, kann ich was machen sozusagen, weißt du, so irgendwie neue Energie draus formen und was Kreatives draus machen. Mega, ja. Du bist ja auch in deiner Produktion und wie du Musik machst, darauf bedacht, dass du mit Flinter und BIPOC-Personen zusammenarbeiten kannst. Wie kam es dazu? Warum ist dir das wichtig? Zum einen finde ich es wichtig, Menschen, die oft diskriminiert werden oder teilweise Möglichkeiten nicht kriegen, weil sie halt diskriminiert werden, mit den Leuten quasi dann ein Projekt zu starten oder halt so die Plattform, die ich habe, zu teilen. Weil irgendwann muss man ja damit anfangen, weißt du, sonst ändert sich ja nie was da dran. So, sonst sind am Ende immer irgendwie, weißt du, Cis-Männer, die dann irgendwie in den Führungspositionen sitzen oder in den entscheidenden Positionen. Ja. Und dann war ich halt so, meine Texte handeln ja nun mal von diesen Erfahrungen als Asian German Cis-Frau so. Und dann möchte ich Leute daran teilhaben lassen, die dieselben Erfahrungen machen und es verstehen und irgendwie so für dieselben Visionen haben wie ich, weißt du? Und deswegen ist es für mich so am natürlichsten, wenn diese Leute dann halt auch am Prozess beteiligt sind. So. Ja. Deswegen, weißt du? Aber ich muss sagen, es ist voll schwer, die Leute zu finden. Also vor allen Dingen Flinter-ProducerInnen, weil ich mache immer wieder so auf Insta so, keine Ahnung, schreibe so, ja Leute, kennt ihr wen und so, weißt du? Vielleicht bin ich noch nicht so in den richtigen Netzwerken oder so, aber es ist echt schwer, die Leute zu finden, weil es muss ja nicht nur irgendwie das stimmen, sondern vor allen Dingen, wir müssen ja dieselbe musikalische Vision haben und uns verstehen und so, weißt du? Klar, voll.
Was wäre so dein Tipp? Was müsste sich in der Musikindustrie jetzt für dich als Artist oder Menschen, die halt auch so ihre Netzwerke suchen, was hilft dabei, um das zu erreichen? Eben für mehr Repräsentation in den eigenen Reihen sozusagen. Irgendwie so verschiedene Stellen, wo man einfach schon so weiß, so da ist jetzt eine Liste an Leuten, die ProducerInnen sind, so Flinter-ProducerInnen, weißt du so, und dann kann ich da halt irgendwie durcharbeiten oder was auch immer, mit den Leuten, verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und so. Findest du, dafür braucht es aber auch so Institutionen, also dass es auch mal einfach so Ja, Förderprogramme gibt, die schon. Leute so zusammenholen? Ja, so? voll, schon, weil, also ich muss halt sagen, ich habe ja auch an der staatlichen Hochschule Jazz und Popgesang studiert, weil wenn dann nur so weiße Cis-Männer in diesen Professuren sitzen, dann siehst du dich selber darin nicht und dann denkst du, du kannst da eh nicht hin, beziehungsweise, I don't know, es clasht dann halt so die ganze Zeit. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass in solchen Positionen auch das irgendwie ein bisschen diverser wird. Was wünschst du dir? Was muss sich auf jeden Fall verbessern, wenn du sagst, ey voll, Message geht raus an alle Leute, die zuhören. Das und das will ich, dass es sich verändert, weil das muss sich verändern. Ich glaube, es kommt halt am Ende wieder so auf diesen Nenner Geld, Ressourcen und so, dass diese Flinter-ProducerInnen halt irgendwie gefördert werden, Möglichkeiten kriegen, aber auch irgendwie so halt Geld kriegen, damit sie halt diese Sachen sich ausprobieren können und wachsen können, weißt du so, weil viele Leute können ja erst diesen Schritt nicht machen, weil sie nicht das Support-System dahinter haben und sich irgendwie 3 Jahre hinsetzen, um irgendwie jetzt Producing zu lernen oder so, weil sie dann ihren Tagjob haben. I don't know, weißt du? True, ja. Deswegen, oder andere Responsibilities. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir so über Line-Ups und Festivals sprechen, wo siehst du da Wege, dass sich Dinge verbessern können? Damit wir eben nicht nur diese ganzen Line-Ups von Festivals sehen, wo nur weiße männliche Künstler einfach Wege so bekommen. Ich glaube, da muss sich halt vor allen Dingen auf den Bühnen, aber auch hinter den Bühnen was ändern. So halt einfach, dass mehr Flinters, BIPOCs da eingestellt werden. On point, ja. Klingt so einfach und anscheinend ist der Weg noch nicht so weit. Was wünschst du dir denn für dich? Weil ich habe auch mal so von dir gehört, du wünschst dir auch mal einfach Texte zu schreiben, die unpolitischer sind. Was meinst du damit? Also ich habe ja das Gefühl, dadurch, dass ich quasi als Person irgendwie politisiert werde durch mein Aussehen. So, ne? Leute nehmen manchmal an, dass ich nicht mal Deutsch kann oder so. Und, oder dass ich teilweise irgendwie hypersexualisiert werde oder fetischisiert werde, dass ich dann halt in den Texten nur diese Themen behandeln kann und dann halt Leute sich das nur anhören. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwie so randomly über Blumen oder Liebe zu singen oder zu rappen, go, ich wäre am Start. habe ich aber dieses Gefühl so, das wäre dann so simpel, so basic, dass Leute sich das gar nicht anhören wollen würden. Ich habe immer das Gefühl, ich muss so überarbeiten, weißt du, so dieses so Gefühl, ich muss mich so 3000-fach beweisen, damit irgendwie so Leute wenigstens ein bisschen so sind, so, okay, sie kann was mäßig. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch nicht nur deine persönliche Erfahrung, sondern so viele Menschen, die Rassismuserfahrungen in Deutschland machen und das auch mitnehmen in ihre Erfahrungen in die Musikindustrie, haben ja genau dieses Gefühl, so ne, doppelt, dreifach zu arbeiten und sich beweisen zu müssen und nicht einfach nur so about happy life zu rappen, sondern genau diese Erfahrung mitnehmen, so zu müssen. Ist es also manchmal auch so limiting oder würdest du sagen, das ist für dich eigentlich eher so eine Form der Freiheit, dass du gesagt hast, ey, ich rap darüber und ich sag das auch allen und ich sag's auch in die Fresse? Diese Songs, die ich rausgebracht habe, sind für mich auf jeden Fall befreiend, so, weißt du? Weil ich quasi so ein bisschen so den Finger in die Wunde lege, also in die Wunde der Gesellschaft sozusagen. Und ich immer noch viel Feedback von Leuten kriege, die so richtig so irritiert davon sind und sich so richtig dran stören, so, weißt du? Das geht doch nicht, dass du sowas sagst, dass du sowas singst, dass du sowas rappst, so. Aber im gleichen Zuge ist es manchmal auch limitierend für mich, weil ich dann das Gefühl habe, so, ich kann nicht über andere Sachen rappen oder singen, was auch immer so. Aber vielleicht ist es auch nur eine Kopfsache, I don't know. Vielleicht ist es mein nächstes Lied. Blumen, blumige Blumen. Bloomy Bloom, ich bin auf jeden Fall am Start, was auch immer du machen willst. Was, vielleicht noch so abschließend, was erwartet dich in deiner Zukunft und was wünschst du dir auch so für deine Zukunft als Rapperin? Ich wünsche mir, dass alles noch diverser wird und irgendwie besser gefördert wird und Musik einfach ein bisschen, vor allen Dingen so in den Streaming-Sachen, besser bezahlt und entlohnt wird. Bei Streaming-Portalen kriegt man ja fast gar nichts mehr so, wenn du nicht gerade 1 Million Streams hast. Und das ist halt krass, weil du, so weißt du, ich bezahle die ProducerInnen, die Mixer, Mastering, so, du machst ein Musikvideo, da sind 20 Leute am Set, so, du drehst 2-3 Tage, das sind alles Kosten so und am Ende kriegst du dann so 3 Cent für deinen Stream, weißt du? Und das ist halt so irgendwie, I don't know, es muss ein bisschen besser
gehandelt werden. Ich wünsche dir das auch, damit du halt für deine Vision halt Flinter und Beatbox an den Tisch zu holen, die Kohle und die Ressourcen hast. Ja. So. Und ich bin mega gespannt, bei allem dabei zu sein. Ich muss dich natürlich jetzt verabschieden zum Reeperbahn-Festival. Viel Spaß jetzt Dankeschön. noch und vielen Dank, dass du Zeit hattest für dieses Ja, Interview. danke, das ist Mega toll. Mach's gut. Okay.